Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ben vom Baumann Dental. In diesem Video zeige ich Ihnen unser neues Add-on, Magic Model 3D Arti. Und im Anschluss sehen Sie die Artikulationsmodule Adesso Lift und Adesso Move für Ihren Artikulator. Nachdem Sie das Add-on heruntergeladen und installiert haben, erfolgt die Freischaltung über den Menüpunkt Hilfe, Lizenz aktualisieren. In der Spalte Schlüssel geben Sie den Code ein, den Sie durch den Kauf des Add-ons erhalten haben. Die Aktualisierung ist abgeschlossen und das Artikulationsmodul steht Ihnen zur Verfügung. Die Anwendung von Schritt 1 und 2 kennen Sie bereits aus dem Einführungsvideo. Somit springe ich direkt in den dritten Schritt, wo die Okklusionsebene gesetzt wird und später eine wichtige Lagebeziehung im Artikulator darstellt. Der vierte Schritt ist nicht relevant für diese Einweisung. Im fünften Schritt wählen Sie unter Sockel, Form die EvoPrint Pin Basisplatte aus, Small oder Large, wie es zu Ihren Modellen passt. Dieses wiederholen Sie im Unterkiefer durch Aktivieren des Checkbox-Feldes Unterkiefer. Die Pin-Basisplatten wurden jetzt automatisch eingefügt. Durch Klicken auf Artikulator können Sie nun die Modelle und die Pin-Basisplatte im Arti ausrichten. Unter Fixatortyp wählen Sie für den jeweiligen Kiefer aus, ob Sie den Lift oder den Move eingefügt haben möchten. Der Lift ermöglicht die vertikale Ausrichtung. Über den Move fixieren Sie Ihre Modelle auf einer horizontalen Ebene. Die Position der automatisch eingefügten Modelle können Sie über den Reiter Positionierung nach Belieben optimieren oder ändern. Die Schaltfläche Kiefer verschieben blendet Ihnen die X-, Y- und Z-Achsen ein, als Pfeil, den Sie dann mit der Maus greifen können, um hierüber die Modelle auszurichten. Sollen die Zahnkränze hingegen auf der Ebene gedreht oder geneigt werden, wählen Sie die Schaltfläche Kiefer drehen. Zur besseren Orientierung kann über das Tastaturkürzel P oder den Menüpunkt Objekte Okklusionsebene einblenden, die Okklusionsebene angezeigt werden. Außerdem haben Sie eine Schnellauswahl für die Kampersche Ebene, Patientenhorizontale oder Frankfurter Horizontale. Die Modelle sind nun nach Ihren Vorgaben ausgerichtet. Nun kann noch der Move in seiner Höhe angepasst werden, um beispielsweise schlanke Sockel zu erhalten. Hierfür gehen Sie zurück in den Reiter Auswahl. Bei Abstände Basisplatte können Sie das Dropdown-Menü mit den Millimeteranzahlen öffnen und verändern. Die Auswirkungen sehen Sie direkt am Modell. Auch nützlich, um zu verhindern, wie hier zu sehen, dass der Verstärkungskörper durch die Präparation dringt und so den Stumpf ungewollt manipuliert. Der Übergang wird später automatisch geschlossen. Im sechsten Schritt wird Ihre in Exocad festgesetzte Präparationsgrenze automatisch eingefügt und kann hier im Magic Model 3D noch nachbearbeitet werden. Aus der Einführung kennen Sie bereits Segmentieren und Gravieren, daher zeige ich Ihnen diese Schritte im Schnelldurchlauf. Und hier nun ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns doch bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Baumann Dental YouTube-Kanal, um auch keine weiteren Videos zu verpassen. Im letzten Schritt empfiehlt es sich nur noch, die Modelle einzuschleifen. Wählen Sie den jeweiligen Kiefer, wo Sie radieren möchten. Die Schaltfläche Modelle fertigstellen öffnet das Werkzeug, worüber Sie Material auf- oder abtragen können. Mit Hilfe der Lupe können Sie sich die okklusale Kontaktstärke anzeigen lassen und so gezielt einschleifen, bis gleichmäßige Kontakte vorhanden sind. Nun noch über die Schaltfläche Modelle exportieren, die Modelle speichern und wie gewohnt an den Drucker senden. Gedruckt habe ich diese Modelle mit dem Frozen Sonic 4K 3D-Drucker, der über Baumann Dental erhältlich ist.
Als nächstes folgt das Einstellen der Modelle mit Hilfe der Artikulationsmodule in den ARTI. Diese sind ausgerüstet mit Typ Splittex-Sockeln und passen damit auf Splittex- und Multisplit-Magnetsockelplatten. Das höhenverstellbare Adesso Lift-Modul verwende ich in diesem Fall im Oberkiefer. Im Unterkiefer setze ich das horizontal frei bewegliche Adesso Move Modul ein. Jetzt können die Kiefer im Artikulator eingestellt werden. Mit dem Innensechskant wird die Höhenverstellung geöffnet. Der Unterkiefer kann nun zum Oberkiefer verschlüsselt werden. Halten Sie hierbei stets leichten Druck auf das Artikulator-Oberteil, damit der Lift nicht den ARTI aufdrückt. Haben Sie die Modelle zueinander verschlüsselt, muss der Move nun mit dem Tool arretiert werden. Hiernach arretieren Sie den Lift mit dem Innensechskantschlüssel. Beachten Sie dabei die ganze Zeit, leichten Druck auf die Artikulatorbasis auszuüben, damit der ARTI sich nicht aufdrückt. Die Module sind fest arretiert. Der Artikulator kann jetzt wie gewohnt genutzt werden und Sie können mit der Restauration beginnen.